Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Fragenfreitag. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du mir deine Zeit, deine Aufmerksamkeit schenkst und dass wir hier heute zusammen ein bisschen Zeit verbringen können. Bevor wir heute in das Thema reinstarten, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für dein Feedback, für das Teilen deiner Gedanken, für deine Fragen, fürs Austauschen. Dieser persönliche Austausch zwischen mir und dir ist einfach so wertvoll, weil wir nämlich genau dadurch zusammen wachsen können. Oder durch diesen Austausch, dadurch, dass du deine Gedanken mit mir teilst, ist dieses Format hier oder dieses ganze Thema überhaupt erst möglich. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Deswegen freue ich mich jetzt schon wieder auf dein Feedback, auf deine Gedanken zu dem heutigen Video. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Wie finde ich da jetzt den Einstieg in das Thema? Ich glaube, den passenden Einstieg gibt es eigentlich gar nicht. Deswegen möchte ich gerne heute einfach ein paar Gedanken mit dir teilen. Ich glaube, über welches Thema wir heute sprechen, ist ziemlich eindeutig. Ich habe euch ja bei Instagram auch gebeten, ein paar Herausforderungen von euch persönlich zu teilen, wie ihr mit dem Thema umgeht, eure Ängste, eure Sorgen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr das auch so offen mit mir teilt. Die Fragen bleiben natürlich wie immer anonym. Ich möchte das heute auch gar nicht so nach diesem klassischen Frage-Antwort-Schema aufziehen, denn ich glaube, das wäre irgendwie nicht so ganz angebracht oder fühlt sich irgendwie nicht so ganz richtig an. Denn ich möchte dir auch mit diesem Video keinen Leitfaden oder kein Informationsvideo irgendwie mitgeben, denn da bin ich absolut der falsche Ansprechpartner, sondern ich möchte einfach meine Gedanken mit dir teilen. Deswegen bin ich dankbar, dass du heute hier bist und möchte dir so vielleicht eine kleine Stütze sein, ein bisschen helfen, wenn du gerade Ängste, Sorgen hast, wie es vielleicht auch in der Zukunft weitergeht oder was dich jetzt gerade beschäftigt, was dich jetzt gerade herausfordert. Da möchte ich dir heute die helfende Hand sein und vielleicht kannst du ja den einen oder anderen Impuls auch für dich mitnehmen, dass du in deinem Kopf wieder ein bisschen aufräumen kannst und diese innere Ruhe trotz des äußeren Lärms bei dir zurückbringen kannst. Ich werde dir hier einfach mal die einzelnen Fragen einblenden, denn thematisch sind die Fragen oder die Ängste, die euch beschäftigen, gerade natürlich alle in dem Thema Ukraine-Russland-Konflikt, in dem Krieg. Was haben wir damit zu tun? Ja, welche Rolle spielen wir? Was sind mögliche Dinge, die in der Zukunft noch passieren könnten? Was sind mentale Dinge, die damit einhergehen? Ja, wie kann ich helfen? Wie kann ich die Menschen in der Ukraine unterstützen? Wie kann ich meine Hilfe an die Menschen senden, die unter diesem Krieg gerade so sehr leiden? Das sind Fragen, die mich natürlich auch selber beschäftigen. Deswegen möchte ich heute einfach diesen offenen persönlichen Austausch mit dir gehen. Und deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Wenn wir auch nach diesem Video weiterhin in den Austausch gehen können und uns so gegenseitig unterstützen können, gegenseitig helfen können. Und das, was die meisten von uns gerade beschäftigt, mich eingeschlossen, ist das Thema Angst. Ja, was für schreckliche Dinge sind da schon passiert? Und was könnte noch passieren? Diese Sorgen vor der Zukunft, dieses Ungewisse, mit dieser Ungewissheit überhaupt klarzukommen. Das ist überhaupt nicht einfach und da möchte ich dir erstmal sagen, dass das komplett normal ist, dass super viele von uns gerade genau die gleichen Gedanken haben und dass du da auf gar keinen Fall alleine mit bist. Diese Ungewissheit, einfach nicht zu wissen, was als nächstes passiert, das macht uns einfach wahnsinnig. Und dann diese Ängste, diese Wut, diese Trauer, die damit auch einhergeht. Ja, wir fühlen ja mit. Wir fühlen mit diesen Menschen, die gerade unter dem Krieg leiden. Und das geht in die Ukraine und auch teilweise in Russland, weil es gibt ja in Russland auch Leute, die nicht mit dieser jetzigen Situation einverstanden sind. Ziemlich viele sogar. Und die auch keinen Krieg möchten, die sich auch gegen diese Dinge wehren, die da gerade passieren. Und genauso in der Ukraine gibt's, ja, ich glaube, ich muss da gar nicht weiter darauf eingehen, wie schrecklich das alles ist, sondern ich möchte dir einfach nur mitgeben, dass du nicht alleine damit bist. Und dass das erstmal ganz normal ist, Angst zu haben. Aber was mir damit geholfen hat, ein bisschen ruhiger damit umzugehen oder mit diesen Ängsten überhaupt klarzukommen, dass du dir diese Ängste erstmal bewusst machst, dass du realisierst, dass die jetzt gerade da sind. Wo spüre ich die im Körper? Schnürt sich vielleicht meine Kehle zu? Bekomme ich Kopfschmerzen? Merke ich hier so einen Druck in der Brust, in meiner Herzgegend? Im Bauch, ein Unwohlsein. Wo spüre ich die Angst? Dann nimmst du das bewusst wahr, gehst da rein und nimmst die Angst erstmal an. Lässt das zu, dass diese Angst jetzt gerade da ist und wehrst dich nicht innerlich noch dagegen. Es ist schon genug Krieg im Außen.
viel zu viel Krieg im Außen. Da musst du nicht auch noch Krieg hier drin führen. Schaff Frieden in dir. Ja, nimm diese Angst an, lass diese Angst da sein. Und dann schau mal, wo liegt diese Angst? Liegt diese Angst jetzt hier, so aufgrund der Situation, in der du jetzt gerade bist, oder liegt die Angst eher in dieser Ungewissheit der Zukunft? In diesen Sachen, die du dir ausmalst oder die du vielleicht in irgendwelchen Schlagzeilen siehst, was in der Zukunft noch passieren könnte? Ist das deine Interpretation dieser ganzen Schlagzeilen, was dann noch passieren könnte? Irgendwelche Spekulationen oder irgendwelche Androhungen, was noch möglicherweise passieren könnte? Ist diese Angst bezogen auf ein Ereignis, was jetzt gerade schon so eingetreten ist? Oder mache ich mir gerade Sorgen wegen etwas, was eventuell eintreten könnte? Und damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass diese Sorgen komplett unbegründet sind. Ich weiß selber, dass gerade viel Mindfuck abgeht. Und damit klarzukommen ist überhaupt nicht leicht. Das geht mir selber so. Was ich dir jetzt so einfach mitgeben möchte, ist ein Weg, wie wir trotzdem zu dieser inneren Ruhe finden können, auch wenn das überhaupt nicht leicht ist. Und da ist jetzt gerade diese Angst vor den Dingen in der Zukunft. Ja, kommt der Krieg zu uns? Was ist unsere Rolle da drin? Gibt's noch weitere Auswirkungen? Ja, was passiert noch alles? Es ist schon so viel Schreckliches passiert. Was kommt noch alles? Wie haben wir irgendwie Einfluss darauf? Und diese Unsicherheit, das macht uns einfach wahnsinnig. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wo wir, du und ich, entscheiden können, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass du diese Sachen, die jetzt gerade passieren in der Welt, ignorieren sollst. Absolut nicht. Aber möchtest du dich jetzt den ganzen Tag da richtig reinsteigern und mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie voll da reingehen und in diese Ungewissheit reingehen, in diese Angst reingehen, in diese Wut, in diese Trauer, die wir in uns empfinden, die komplett normal sind? Möchtest du da reingehen und das immer weiter in dir noch verstärken? Möchtest du diesen äußeren Krieg auch noch zu deinem inneren Krieg machen? Möchtest du in dir auch noch diesen Krieg weiterführen? Ja, zwischen Kopf, zwischen Herz? Oder möchtest du mit deiner Aufmerksamkeit in die Ruhe gehen, in den Frieden gehen? Möchtest du in dir selbst Frieden schaffen, ja, in deinem Kopf Frieden schaffen, in deinem Herz Frieden schaffen und dann diese Energie nach außen tragen und vielleicht so zu ein bisschen mehr Ruhe und Frieden beitragen. Und versteh mich da bitte nicht falsch, damit meine ich überhaupt nicht, dass du die ganzen Vorgänge jetzt so komplett ignorieren sollst und dich gar nicht damit beschäftigst. Aber schau mal, was dir gut tut. Ein gesundes Maß an Informationen ist gut. Aber wenn du jetzt alle 5 Minuten da sitzt und immer nur die Nachrichten wieder aktualisierst und im Live-Blogs ständig mitverfolgst, was gerade passiert, dann ist ja bei dir komplettes Chaos im Kopf. Dann steigerst du dich in diese Ungewissheit komplett rein und weißt gar nicht mehr, was du gerade eigentlich glauben sollst. Es wäre irgendwie so ein bisschen naiv, sich jetzt gar nicht damit auseinanderzusetzen. Ja, das meine ich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ein gesundes Maß daran. Und wenn das für dich heißt, einfach mal einen Tag Nachrichtenpause einzulegen, das ist überhaupt nicht zu verurteilen, sondern das machst du dann aus Selbstschutz. Weil du in der Sache auch wieder schauen darfst, worauf habe ich Einfluss, worauf habe ich keinen Einfluss. Ja, wo möchte ich meine Energie investieren und wo ziehe ich mich vielleicht eher ein bisschen zurück, um meine Energie zu schützen und diesen inneren Frieden herzustellen und den dann nach außen zu tragen. Denn das ist auch eine Frage, die sehr viele von uns gerade beschäftigt, die euch gerade beschäftigt, wie an den Fragen zu erkennen ist und die mich unter anderem auch beschäftigt. Was können wir tun? Was kannst du konkret tun, um zu helfen? Ja, auch wenn du vielleicht jetzt keine Geldspende geben möchtest. Was kannst du tun, um zu helfen? Weil helfen wollen wir in dieser Situation den Menschen irgendwo alle. Und auch hier nochmal der ausdrückliche Hinweis, dass das kein Leitfaden ist, so ein Universalrezept, was jetzt auf einmal für alle hilft oder so. Ich möchte heute einfach gerne meine Gedanken mit dir teilen, was mir jetzt gerade hilft, um diese innere Klarheit, um diese innere Ruhe bei mir persönlich herzustellen. Vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für mich, was ich noch anwenden kann, was dir gerade persönlich hilft. Was mir gerade persönlich hilft, ist vor allem diesen inneren Frieden in mir herzustellen. Ja, unter anderem auch mit dieser Meditation, die ich dir hier oben mal verlinke. Die habe ich dir am Sonntag hochgeladen und euer Feedback darauf ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also von Herzen danke, dass ihr das so annehmt, dass ihr da auch so reingeht in diesen inneren Frieden und diese Energie dann auch teilt. Das ist wirklich sehr, sehr schön und weiß ich unfassbar zu schätzen. Und diese Meditation gehe ich für mich selber auch täglich durch. Also wenn du da noch nicht reingehört hast,
Schau dir das sehr, sehr gerne mal an. Ich habe dir das auch unten in der Videobeschreibung noch verlinkt. Zu dem Video, wenn du da draufklickst, kommst du direkt dahin, kannst dich zurücklehnen und die Meditation genießen. Also was hilft mir gerade? In den inneren Frieden zu gehen und diesen inneren Frieden in mir selbst herzustellen. Heißt, nutz all die Tools, die du hast, ob es draußen im Wald ist, dass du so Energie tankst, dass du Meditation nutzt, dass du Yoga nutzt, dass du Krafttraining nutzt, dass du laufen gehst, Radfahren gehst, schwimmen gehst, was auch immer, was dir diese Kraft, diese Energie und diesen inneren Frieden, diese innere Ruhe gibt. Stell das in dir her, schaffe in dir selbst Frieden und nicht noch mehr Krieg. Dann fokussiere dich stark darauf, dass du genau diese Energie, dass du genau diesen Frieden, der in dir herrscht, dass du den an all die Personen schickst, die gerade unter diesem Krieg leiden müssen. Dass du ganz bewusst deine innere Ruhe, deinen inneren Frieden, diese Energie an die Leute schickst, die das gerade am meisten brauchen. Und das gibt mir persönlich diesen inneren Frieden, oder das gibt auch das Gefühl, das kann dir auch das Gefühl geben, dass du was tun kannst. Dass eben diese Angst, diese Ohnmacht, dieses fehlende Vertrauen, dass das wiederhergestellt werden kann und dass du nicht da einfach nur sitzt und das Gefühl hast, ich kann nichts tun. Was kann ich schon ausrichten? Das kannst du ausrichten. Du kannst deine Energie spenden, du kannst deinen inneren Frieden spenden. Denn das ist das, was die Leute unter anderem auch gebrauchen können. Ja, inneren Frieden und vor allem auch äußeren Frieden. Aber dadurch, dass du das in dir erschaffst, kannst du das auch im Außen manifestieren. Frieden beginnt in dir. Das ist so. Und das kannst du selber für dich bestätigen, wenn du es einfach mal versuchst, wenn du dieser Meditation die Chance gibst, wenn du Spaziergängen im Wald die Chance gibst, wenn du dir selbst die Chance gibst, die Sonne ins Gesicht zu scheinen und so diese Ruhe in dir zu finden und die dann ganz bewusst nach außen strahlst, gedanklich oder persönlich an die Person schickst, die das gerade am meisten gebrauchen können. Das hat mir extrem geholfen oder hilft mir immer noch täglich extrem, um was zu tun, um mit dieser Angst, mit diesen Sorgen, mit dieser Ungewissheit fertig zu werden. Das möchte ich einfach ganz offen, ganz transparent gerne mit dir teilen. Und das mache ich aus dem Grund, weil ich glaube, dass dir das auch helfen wird. Und eine weitere Möglichkeit, um deine Energie wiederherzustellen oder diese innere Ruhe wiederherzustellen, ist die Dankbarkeit. Und das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber wie du ja wahrscheinlich schon öfter gehört hast, ist Dankbarkeit der einfachste und effektivste Weg, um unsere Energie anzuheben. Weil Frieden ist etwas, was wir alle als komplett selbstverständlich hinnehmen. Wenn kein Krieg da ist, denken wir uns immer, ja, es ist ja normal so. Ja, und das sollte auch der Normalzustand sein. Aber jetzt aufgrund dieser Situation können wir einfach wieder extrem dankbar dafür sein und das wieder lernen wertzuschätzen, dass gerade Frieden hier ist und dadurch unsere Energie heben, dadurch unsere innere Ruhe wiederherstellen. Durch Dankbarkeit für unsere jetzige Situation hier gerade. Und diese Dankbarkeit, diesen inneren Frieden, diese Ruhe, diese Energie mit diesen Menschen teilen, die es gerade am meisten gebrauchen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese gedankliche Energieübertragung auch funktioniert, weil wir auf einem gewissen Energielevel alle miteinander verbunden sind. Und deswegen empfindest du ja gerade auch diesen Schmerz. Deswegen empfindest du ja gerade diese Wut, diese Trauer, diese Angst in dir, diese Sorgen, weil du eben das Mitgefühl in dir trägst, weil du diese Trauer, diesen Schmerz von den Leuten, die gerade unter dem Krieg so unnötig leiden müssen, dass du das gerade fühlen kannst, weil du diese Verbundenheit spürst. Und genau auf der anderen Seite funktioniert das eben auch mit dem Frieden, mit der Energie, mit der Zuversicht, mit dem Vertrauen, was du den Menschen gedanklich schicken kannst. Genau so können die das auch fühlen, wenn wir das gemeinschaftlich und in großer Anzahl rüberschicken. Deswegen möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, dass du über den Link in der Videobeschreibung oder über eine Meditation, die du sonst irgendwo findest oder deine eigene Meditation, diesen Frieden in dir erschaffst, diese Energie in dir erschaffst und genau diese Gefühle an die Menschen schickst, die es gerade gebrauchen können, die gerade komplett unnötig unter den aktuellen Situationen, unter dem Krieg leiden müssen.
Was für eine wundervolle Meditation. Was für eine wundervolle Energie, die wir in uns erschaffen haben und gemeinschaftlich mit ganz vielen Menschen geteilt haben. Vielen, vielen Dank, dass du ein Teil davon bist. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Und ich schicke dir die frisch getankte Energie, den frisch getankten Frieden aus meinem Herzen ganz herzlich zu dir rüber. Sende dir ganz viel Kraft, ganz viel Unterstützung. Hoffe, dass ich dir mit diesem Video, mit meinen Gedanken heute ein bisschen weiterhelfen konnte. Dass ich dir in dieser schwierigen Zeit für uns alle jetzt gerade ein bisschen Kraft spenden konnte, ein bisschen Energie spenden konnte. Und vielleicht haben dir ja die Tipps auch geholfen, um genau diese Energie, diese Ruhe und diesen Frieden auch in dir zu erschaffen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, wenn du mir ein bisschen Feedback dalässt, entweder hier in den Kommentaren oder gerne auch als Nachricht bei Instagram. Wenn du aus dem heutigen Video 1, 2 Impulse für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen dalässt, ein Abo dalässt, um hier die wertvollen Impulse jede Woche mitzunehmen und ein Teil dieser wundervollen Reise zu werden. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz viel Energie für dich, ganz viel Liebe und Frieden für dich und wir werden das alle zusammen schaffen. Vielen, vielen Dank, du bist ein wundervoller Mensch und wir sehen uns allerspätestens nächste Woche Freitag wieder. Dein Niklas. Ciao.